off. James, you've played in Europa League before, obviously with Southampton. It's the first time you've reached the knockout stages. So do you see this as a great opportunity to be able to push on through the knockout stages? Yeah, for sure. I think playing in Europe is a fantastic experience, and of course, as a player, you want to be playing at the highest level possible. To go a step further is great, but obviously, with the success that the club had last year and the momentum that we've got, we want to go even further. So hopefully, this round is a stepping stone to the next one. Any other questions? Ja, die Frage an den Spieler war, ja, Sie haben ja jetzt schon auf europäischer Ebene gespielt, waren eben auch schon in der K.O.-Phase und jetzt hier wieder. Ist also eine tolle Gelegenheit, oder? Und die Antwort des Spielers, ja, ganz klar, also europäisch zu spielen ist wirklich absolut eine fantastische Erfahrung und es ist natürlich für jeden Sportler so, für jeden Spieler so, man möchte auf höchstem Niveau spielen, sich mit den Besten messen. Und mit dem Erfolg, den der Verein in den letzten Jahren genossen hat, wollen wir jetzt natürlich auch den nächsten Schritt gehen und wollen mehr. James, just in terms of yourself, how you found the past few months at West Ham and what more do you think you'll bring to the team? Yeah, no, I've really enjoyed the start of my career at West Ham. I think it's everything that I expected it to be. I think it helped joining the club with the momentum of the Europa Conference League from last season. And I'm enjoying playing my football and representing this club. It's been a real honour so far. Ja, Sie sind ja jetzt noch relativ neu im Verein. Wie waren denn die letzten Monate für Sie jetzt? Und die Antwort des Spielers ist ja absolut fantastisch. Seit ich hier begonnen habe bei West Ham, läuft es wirklich gut für mich. Ich denke, es hat auch insgesamt geholfen, dass der Verein eben letztes Jahr die Conference League gewonnen hat. Da ist eine gute Dynamik entstanden und insgesamt freue ich mich sehr, hier zu sein und meinen Fußball mit einzubringen. And in terms of your teammate, Lucas Paquetá, before joining, did you know he was this good? Are you shocked by how good he is? And Yeah, no, I knew of his quality, obviously having watched him previously, but he's a fantastic player, a really important player in the squad, and I think it speaks a lot of him as a player when just him being back on the training pitch gives everybody a lift. And he's got that typical Brazilian style, plays with confidence, and you can see his love for the game, and I feel as though that's infectious for the rest of the group. Ein Wort zu Ihrem Mitspieler, Lucas Paquetá. Kannten Sie ihn schon gut vorher? Wussten Sie von seinen unglaublichen Qualitäten? Und die Antwort des Spielers ist, ja, ich wusste natürlich, wer er ist und was er alles drauf hat. Und er ist wirklich ein fantastischer Spieler, sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Und auch ein absoluter Mannschaftsspieler, ist immer bei allen dabei. Und ich denke, dass er vor allen Dingen alle anderen auch noch mit hochzieht, dass er sie auf ein höheres Niveau bringt. Und er steckt einfach alle im Team damit an und ist sehr wichtig für uns. And last for me, James, in terms of his manager, we've seen, obviously not the club anymore, we saw Declan Rice become an important player for England. We saw Jarrod Bowen at the England recall. In terms of yourself, under the manager's guidance, how confident are you that you can force your way back into the England squad? Yeah, I think that's always in the back of my mind as a player. I've been in and out of the squad over the last few years, but the only thing that's going to get me into that squad is by playing regularly and playing well enough to a level that the manager sees fit. So I'm just focusing on that and doing well, and if that call comes in, then so be it. Ja, und noch eine Frage zu Ihrer Nationalmannschaftskarriere. Declan Rice, der ehemalige Kapitän hier, ist ja jetzt auch in der Nationalmannschaft. Sie waren auch schon. Denken Sie daran eigentlich? Und die Antwort des Spielers ist, ja klar, denke ich daran. Ich bin in den letzten Jahren immer mal wieder mit im Kader gewesen, dann wieder raus aus dem Kader. Und klar denke ich daran, aber das Einzige, was ich selbst machen kann, was ich selbst auch beeinflussen kann, ist einfach regelmäßig zu spielen und dann wenn ich spiele, dann gute Leistung zu zeigen und darauf zu hoffen, dass der Nationaltrainer dann irgendwann bei mir anruft.
Mike. James, you've played in a League Cup final, which you didn't deserve to lose. You've been brought into England's squads, which is obviously a feather in any player's cap. But you haven't played in many games of the stature of this tie. Is this one of the biggest games of your career because of West Ham's proficiency in Europe over the last 2 seasons? Yeah, I'd say so, and I think that's one of the reasons why I joined West Ham was to enjoy these European nights and to have these sort of games. And yeah, I feel as though I've gathered a lot of experience over the years in certain situations, and I feel as though I'm definitely ready for these sort of matches. And you know, it's one that I'm really looking forward to. James, Sie haben ja ein Liga-Cup-Finale gespielt, das Sie nicht verdient hatten zu verlieren. Aber wenn ich mal so sagen darf, nicht so viele Spiele von der Tragweite, wie es dann morgen ansteht, könnte man sagen, dass es Ihr größtes Spiel oder eines der größten Spiele Ihrer Karriere ist. Und die Antwort des Spielers ist ja, definitiv. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich zu West Ham bin, und um eben mehr solcher Spiele auf internationaler Ebene, auf internationalem Niveau, internationaler Ebene zu erleben. Und ich denke auch, dass ich mich weiterentwickelt habe jetzt wesentlich mehr Erfahrung gesammelt, und ja, ich freue mich einfach riesig auf solche Spiele und eben auch auf den morgigen Abend. James, obviously you've got a lot of assists from set pieces this season, but it's been a long time since you've scored a free kick, which is a surprise because of your record. Is that playing on your mind at all, and do you sense that one might be coming? No, it doesn't play on my mind. I think, I think the free kicks have been scored often in the last few years, and I think the average time that you should score that amount of free kicks is probably longer than I have done. So I've scored a lot in a short amount of time, and I'm not fazed about not scoring one yet. I think it will come, and being the person that I am, it's down to me to work even harder to make sure that I get back on the goal scoring run in the free kicks. Die Frage war bezüglich der Freistöße des Spielers. Also Sie haben ja schon einige Assists dieses Jahr gemacht. Aber bei den Standards, bei den Freistößen haben Sie jetzt schon länger nicht mehr getroffen. Macht Sie das nachdenklich? Macht Ihnen das vielleicht auch Sorgen? Und die Antwort des Spielers ist nein, macht es nicht. Es stimmt, ich habe in der Vergangenheit mehr Freistoßtore gemacht. Und ich denke aber auch, dass es sehr viele in kurzer Zeit waren. Also ich glaube, ich habe mehr Freistoßtore gemacht, als ich die Zeit hatte ohne. Ich hoffe, das kam richtig rüber. Also mehr Freistoßtore in kürzerer Zeit gemacht als jetzt eben keine, und dementsprechend macht mir das auch keine Sorge. Ich arbeite weiter daran, trainiere, und das wird dann auch wieder kommen. Okay. No, hi James. As a player who watched West Ham win the Conference League from afar last season, how much is that night in Prague mentioned by the players that were there and experienced it, and how much will it come into tomorrow night in terms of the experience those players have of that? Yeah, I think the experience that they would have endured, I think, will definitely be beneficial for this season as well. And a lot of good memories, and of course, we all love playing football, so it's not only the game they talk about, but the celebrations and the feelings they had after. And I think when a team or a club gets that success by winning a trophy, I think that is then in the back of their minds going forward. So hopefully we can recreate some of those experiences again. Sie haben ja letztes Jahr den Sieg in der Conference League aus der Weite betrachtet, das Spiel in Prag. Wie ist es denn in der Kabine Ihrer Mitspieler? Wird da noch viel drüber gesprochen? Wird das oft erwähnt? Und wie wichtig ist auch diese Erfahrung? Und die Antwort des Spielers, ja, die Erfahrung ist definitiv wichtig. Ich denke, dass sie uns in der ganzen Saison schon hilft und weiterhin helfen wird. Und klar, die Spieler sprechen viel über ihre Erinnerungen, nicht nur an das Spiel selbst, sondern auch die Feier danach und auch die Gefühle, die das alles bei jedem ausgelöst hat. Also das wird schon immer mal wieder erwähnt und angesprochen. Und ich hoffe einfach, dass wir dieses Jahr wieder in der Lage sind, so etwas Ähnliches zu erschaffen. James, a few weeks ago, the manager's future was dominating the news.
given its tough start to the year, but obviously West Ham have turned the corner in the last 2 games. Two-part question. Do you think that was unfair, given what Moyes has achieved here, and how did he get the best out of the group? No, I think it would be unfair for me to comment on that, because I think, with the manager, the job that he's done has been fantastic for the club. And in my short amount of time since I've been here, I've thoroughly enjoyed working under him. And I think I can speak for a lot of the lads when I say that. And, the focus for us today is preparing for the game tomorrow, making sure that we give ourselves a really good platform going back to the London Stadium with hopefully a good result. I didn't get the start of your question. No, I'll say if he thinks it's unfair that the manager's future was in the spotlight, given what he's achieved at the club. Giving away? If he thinks it was unfair, the manager's future was in the spotlight, given what he's achieved. Okay. Ja, die Frage war einfach, ob der Spieler denkt, ob es unfair ist, dass der Coach so viel im Rampenlicht steht. Und und die Antwort des Spielers ist nein, überhaupt nicht unfair. Wir haben einen super Manager, der wirklich ganz tolle Arbeit leistet. Und ich denke, ich spreche da für alle im Verein, für alle im Team. Und es zeigt einfach, was für gute Arbeit er leistet, dass wir auch dann solche Resultate erzielen. Und wir sind alle glücklich damit. Okay. Thanks, everybody. Cool. Thank you. Thank you.